Guten Morgen, liebe Outdoor-aktiven, Natur- und Geschichtsbegeisterten. Mit dem Blick auf das ehemalige Oberamtsgebäude wollen wir den historischen Stadtrundgang hier in Nagold machen. Wir werfen noch kurz einen Blick auf die Karte. Nagold nach Altensteig und Calw nun die dritte Station. Bleibt gespannt, nach dem Intro geht's auch gleich los. Ich blende euch nun noch kurz die wichtigsten Fakten zur Stadtgeschichte hier ein. Der Blick auf die Waldachmündung in die Nagold. Das Steinhaus, erbaut um das Jahr 1258, vermutlich der Sitz des Ritters von Nagold. Seit 1989 als Stadtarchiv und Stadtmuseum genutzt. Hier noch der Link zum Stadtrundgang auf der Website der Stadt Nagold. Das Badhaus. Seit dem 15. Jahrhundert als geselliger Treffpunkt und Zentrum für Hygiene und Medizin genutzt. Jetzt gehen wir ein Stück durch die Meiergasse. Das ehemalige Diakonatshaus. Der Stadt- und Amtsschreiber Gottfried A. Meurer baute das Haus um 1716. Zwischen 1738 und 1961 der Sitz des evangelischen Stadtpfarrers. Eine wunderschöne Altstadt mit diesen schönen Fachwerkhäusern. Da kommt die neue evangelische Stadtkirche zum Vorschein. Erbaut zwischen den Jahren 1870 und 1874 im neugotischen Stil aus heimischem Buntsandstein.
Eine wirklich beeindruckend schöne Architektur. In der Ferne über der Stadt thront die Burgruine Hohennagold. Dort wollen wir später auch noch vorbeischauen. Das Hotel Post, gebaut um das Jahr 1697. Ab 1807 Station der Postlinie Stuttgart-Freudenstadt. Herberge für Persönlichkeiten wie Herzog Karl Eugen und König Friedrich von Württemberg. Der alte Turm ist der Turm der ehemaligen Stadtkirche, erbaut als Kapelle zu unserer lieben Frau um 1360. Nach dem Abriss der alten Stadtkirche 1877 blieb nur der Turm erhalten. Die alte Schule, 1706 als Schulhaus errichtet, bis 1826 Volks- und Lateinschule. Die Tragödie des Gasthaus Hirsch. Das Gebäude stürzte bei Bauarbeiten 1906 ein. Dabei kamen 52 Menschen ums Leben. Das Rathaus stammt aus dem Jahr 1500. In den Arkaden wurde früher der Markt abgehalten. 1756 bis 1858 wurde ein Stockwerk aufgestockt. Der Marktbrunnen, laut einer Sage auch Wüste Urschelbrunnen genannt. Hier am Hotel Adler das Fazit-Tour. Kurz und knapp, sehr empfehlenswert hier in Nagold diese schöne Runde zu drehen. Für uns geht's wie vorher schon gesagt jetzt weiter Richtung Burgruine Hohennagold. Über den Klebsteg geht's jetzt in den Klebpark. Von hier noch ein letzter schöner Blick zurück. Über den Fluss der Blick auf das moderne Nagold. Hier am Schlossberg beginnt jetzt der Aufstieg. Der Blick über das winterliche Nagold. Jetzt machen wir mächtig Höhenmeter hinauf zur Burgruine. Richtig schön diese Pfade. Die Ruine kommt mit ihren Schildmauern in Sicht. Die Ruine steht auf dem 529,8 Meter hohen Nagolder Schlossberg. Die ursprünglich erste Burg wurde von den Grafen von Nagold um das Jahr 1100 errichtet. Die erhaltene Ruine zeigt sehr schön die innere und äußere Burg. In der Mitte des 13. Jahrhunderts ging die Burg an die Grafen von Hohenberg über. Im Jahr 1363 verkauften diese schließlich die Burg an die Grafen von Württemberg. Der Brunnenturm.
Die Wasserversorgung mit Brunnen elementar für die Entstehung der Burgen. Von oben am Brunnenturm wurde mittels Seilzug das Wasser nach oben gezogen. Der schöne Bergfried, im Sommer bietet er schöne Blicke über die Stadt. In der ganzen Stadt, wie auch hier natürlich, sehr informative Tafeln. Jetzt steigen wir noch kurz auf den Wehrturm und genießen den schönen Blick über die Stadt. Eine richtig große Anlage, diese Höhenburg. Der Blick über die Stadt bis zum Viadukt. Zum Abschluss werfen wir jetzt noch einen Blick in die Vorburg. Das sind schon mächtige Befestigungsanlagen. Hier war der Zugang über die Zugbrücke. Der Siebenbergeweg, auch eine wunderschöne Möglichkeit, hier Nagold zu entdecken. Eine wirklich schöne Burg. Hier beginnt für uns jetzt schon wieder der Abstieg in die Stadt. Burg oder Schloss, das schauen wir uns nochmal genauer an. Ihr könnt's lesen, so genau weiß man es nicht. Das soll's aus Nagold gewesen sein. Tschüss und danke, bis zum nächsten Mal.